Herzlich willkommen am Fraunhofer IPT hier in Aachen. Ich freue mich, Ihnen heute ACOP vorzustellen, das Aachener Center for Optics Production. Was machen wir in ACOP? Wir digitalisieren unsere Optikfertigung. Warum digitalisieren wir unsere Optikfertigung? Wir wollen Mehrwerte dadurch erzielen, und zwar in Bezug auf Qualität, auf Produktivität, den Ausschuss verringern und das Ganze prozesskettenübergreifend. Hier drüben haben wir schon gesehen, eine große Kunststoffspritzgussmaschine, wo wir größere Optiken replizieren. Im Prozess der Kunststoffreplikation entstehen natürlich Bauteiltoleranzen, Komponenten. Und wie wir die ganzen quasi für nachgelagerte Prozesse nutzen können, das zeigen wir jetzt. Und zwar charakterisieren wir beispielsweise Einzeloptiken, um die Toleranzen festzustellen und dann in dem Prozess der Montage diese Toleranzen zu kompensieren. Dadurch erhöhen wir die Bauteilqualität, können den Ausschuss verringern, ja, und haben sozusagen durch die Digitalisierung einen Mehrwert geschaffen. Das sind jetzt schon relativ späte Prozessketten. Gehen wir nach vorne, schauen wir uns den Werkzeugformbau an. Das erledigen wir hier mit unterschiedlichen Technologien, beispielsweise im duktilen Schleifen oder der direkten Diamantzerspannung. Und sind diese Werkzeuge einmal gefertigt, müssen sie natürlich auch beschichtet werden. Für die Beschichtung haben wir hier beispielsweise eine Zelle. Und bei der Beschichtung fallen auch extrem viele Daten an. Und durch die Auswertung dieser Daten können wir dann quasi Rückschlüsse auf die Produktivität, die Standzeit des Werkzeugs schließen, ja, und sozusagen dadurch einfach unsere Wertschöpfung erhöhen. Zu meiner Linken sehen wir jetzt nochmal das Thema der Glasoptik-Replikation. Hier sind wir schon relativ weit, was die Digitalisierung angeht. Da haben wir vor einigen Jahren einen Demonstrator gebaut und die Simulationsdaten quasi aus dem Optikdesign mit dem Bearbeitungsergebnis sozusagen verbunden, konnten daraus Rückschlüsse erzielen und sozusagen unsere Produktion der Werkzeugformeinsätze verbessern. Es fallen natürlich jede Menge messtechnische Daten an. Dafür sehen wir hier eins unserer messtechnischen Labore. Wir erfassen hier Form, Lageabweichungen, Oberflächenqualitäten von den Werkzeugformeinsätzen, aber natürlich auch von den Komponenten, die wir fertigen. Hier beispielsweise eine große Spritzgussmaschine haben wir eingangs gesehen. Hier sehen wir nochmal eine kleine Spritzgussmaschine, an der ebenfalls Versuche durchgeführt werden im Rahmen von ACOP. Ja, und ich freue mich auf spannende 3 Jahre. In der nächsten Zeit werden wir noch mit unseren projektbegleitenden Industrieunternehmen die Frage klären, was bedeutet Digitalisierung heute für sie und was kann Digitalisierung in der Zukunft für eine Rolle spielen im Bereich der Optikfertigung. Das wird spannend, bleiben Sie dabei, wir freuen uns drauf. Dankeschön.